50 Stutz Waffenkuh-Gutschein. Ich suche einen Angestellten. Bewerben euch. Jetzt kommen nämlich gerade die zwei Jungs. Der Motorchronik. Den Motor haben wir gemacht. Totale Hure nicht, he? 15 Grad. Also. Heute geht es weiter mit dem Lederbopper-Projekt. Also, jetzt kommen wir noch zur Verlosung. Und zwar sind ja 3x 50 Stutz Waffenkuh-Gutschein im Rennen. Und ich mache jetzt das folgendermaßen. Ich tue da einfach wild auf und ab zappen. Also, ich schaue jetzt irgendwie da in die Kamera. 3, 2, 1, Stopp. Habe ich den Finger auf einem? Jawohl. Und zwar ist das der Tuk-Tuk. Der Tuk-Tuk 22. Das wäre mal der erste. 3, 2, 1. Tack. Da haben wir den David Wüterich. Dave's Finest. Gut. Jetzt machen wir einen auf Facebook. Einfach der dann der nächste, den man oben dran lesen kann, oben an der Kante, der wird's. 2, 3. Haben wir jemanden? Ja, da, also ich würde sagen, da, das kann man lesen. Der Andreas Felder. Gratulation! Gratuliere herzlichst am Andreas Felder. Also, ihr seht, schnell etwas zwischendurch, eine wichtige Nachricht. Die Werkstatt ist pumpenvoll. Das ist abartig, was im Moment gerade los ist. Ich suche einen Schrauber mit Herzblut, 40–60%, der einfach Freude hat an dem ganzen Töffli-Zeug, an dieser ganzen Atmosphäre, natürlich an den Motoren. Ein Töffli-Bub einfach das Auge ein bisschen hat für die Details. Was einfach feiert. Ein richtiger Fan, ein eingefleischter. Darum, ich wäre froh, bewerbt euch doch. Unten ist der Link, könnt ihr gerne dorthin senden. Also, Sig, ich habe ein Kind bekommen. Ich muss auch gehen. Du musst auch gehen? Ja, Gott verdammt sicher. Also, es gibt in dem Fall 2 Stellen. Einmal Filmfuzzi. Natürlich ist auch gut, wenn du auch ein Fan bist. Wo du auch Freude hast, nicht nur an den Mopeds, sondern am Schrauben, an dem ganzen Social Media natürlich. Filmfuzzi 80–100% und ein Schrauber 40–60%. Und zwar ist alles unten verlinkt. Die Stellen sind sofort offen, ab sofort. Wichtig, bewerbt euch. So, nichtsdestotrotz, jetzt kommen nämlich gerade die 2 Jungs, Family-Projekt, Lederbopper, dort machen wir weiter. Sollten jetzt dann gerade zur Tür hinlaufen. Ja, guten Tag. Ja, hoi, Sig. So. Anhänger haben wir gefunden. Und ist der Sieg gerade? Ja, der ist viel besser als der. Es hat nicht viel gebraucht, gell? Nein. Ja, der sieht gut aus, he? Ja, sehr gut. Mit Schutzblech sogar da. Ja, genau. Wunderbar. Gut, also, das nehmen wir uns dann noch zur Brust heute. Ja. Die ganze Geschichte da natürlich, oder mit dem Deichsel, den wir ja neu machen. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem Motor. Setzen wir den zusammen. Ich habe jetzt schon mal etwas vorbereitet. Also, und zwar sind neue Lagerschalen eingepresst. Da sind neue, da jeweils unter dieser Platte und unter dieser Platte hat es jeweils so Walzlager drin. Jetzt zeige ich euch gerade mal schnell die alten. Der Motor ist ja extrem angefressen, wie man hier sieht. Ja. Das gibt es bei den Sachs leider. Das ist einfach so ein Aluminiumfraß. Ist jetzt natürlich nicht weiter tragisch, ist noch dicht, aber ja, das ist halt einfach leider so. Und es war natürlich klar fast, wenn das so aussieht, der Motor hat ja wirklich schlimm ausgesehen. Die Wälzlägerli da, die sollten eigentlich poliert sein, oder? Man sieht jetzt bei der einen, bei dem da. Ja. Das könnt ihr mal anschauen schnell. Und dann so ein bisschen mit dem Finger drüber, man merkt, die sind Rauch, oder? Wenn man natürlich Rauch in Lagerröllchen in einen Lagerring macht, dann geht das sehr schnell und er frisst da. Zum Vergleich haben wir da ein neues, oder? Genau, die sind auf jeden Fall ersetzt. Dann weiter. Ihr seht, das ist so ein bisschen, wie soll man dem sagen, eine Chronik, eine Motorchronik. Nein, das ist einfach das sind die 3 Wellen, die drin sind. Die muss man ausmessen mit der Dichtung. Das ist natürlich immer wichtig. Wir legen auf einer Seite die Dichtung auf. Dann messen wir einmal von dieser Gehäushälfte zum Lager. Dann einmal zu dem Lager. Das ist dann die Vorgelegewelle, oder? Die 31,6. Dann messen wir auf 6,3. Gibt zusammen 38,99. Also das ist eigentlich die Luft, die wir haben zwischen den 2 Lagerpunkten.
Und jetzt messen wir hier. Das ist ja die Welle, die dort kommt. Und das ist jetzt wichtig, oder? Weil bei dieser Welle jetzt zum Beispiel, da gibt es auch voll von 500 Spiel maximal. 500 ist mir aber schon zu viel, weil es dann recht kann spielen kann, oder? Mein Ziel ist immer bei der vorgelegenen Welle ist eigentlich immer 0. Möglichst 0. Dass sie zwar noch Ring dreht, aber kein axiales Spiel hat. Weil das axiale Spiel kommt dann automatisch mit der Zeit, oder? 38, 99, wir haben 38, 98, 0. Also das ist perfekt. Das hat ganz mini im Spiel. Das ist schon mal gut. Das ist die Welle, die hier kommt, oder? Ja. Dann das Gleiche machen wir natürlich mit den Antriebswellen. Das ist die da. Die haben wir ja das letzte Mal schön aufgearbeitet, wieder poliert, Lagerflächen und alles. Und da machen wir genau dasselbe. Da gibt es gibt da 2 Zehntel vor und das finde ich eigentlich nicht schlecht, so 1 bis 2 Zehntel. Man merkt sehr viel, wenn man einen Motor hat und nachher dort am Ritzel geht, hin und her bewegen. Die haben zum Teil einen halben Millimeter Spiel, also wirklich viel zu viel, oder? Genau, da sehen wir jetzt, wir haben 47,8, also wir haben 16 Hundertstel Spiel. Das ist eigentlich perfekt. Genau, dann ist natürlich klar, das ganze Zeug wird mit Öl draufgesteckt, montiert. So, da muss man ein bisschen vorsichtig, weil da hat es natürlich noch einen Simmering drin. Das ist der dann nach außen abdichtet. Gut, dann als nächstes kommt die Vorgelegewelle. Da haben wir noch ein bisschen Öl an. Da immer ein bisschen vorsichtig, einfach aufpassen, dass die Scheibli sicher drauf sind. Und das war es eigentlich schon. Das Getriebe ist eigentlich so schon komplett. Genau, den Simmering müssen wir noch einpressen. Der Simmering ist halt einfach wirklich immer wichtig, dass es wirklich schön gerade reinkommt und so ein bisschen gummig. Aber ich weiss jetzt natürlich, der Winkel von dieser Auflagefläche zum Stössel ist natürlich perfekt. Darum jetzt habe ich ein paar Mal geben und dann merkst du gerade, wenn er reinrutscht. Ich schaue jetzt immer, wie viel Luft hat es da, 2-3 mm. Also gehe ich mit dem immer so ein bisschen einen Millimeter weiter rein. Ich darf auf keinen Fall da reindrücken, sonst ist die Gefahr sehr groß, dass er kaputt geht. Dann tue ich das einfach mit so einem leichten Klopfen ein bisschen rein, bis ich irgendwie so ca. einen Millimeter habe. Genau, das langt auch bereits. Da ist jetzt natürlich ganz wichtig, die Staublippen nach außen und die Dichtlippen mit dem Federli nach innen. So, der ist auch gekommen. Jetzt ein bisschen klöpferle. Wunderbar. Ich tue jetzt immer da die Simmering quasi noch ein bisschen sichern, weil ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Dann kann es sein, wenn das Gehäuse richtig warm ist, dass der Simmering rausdrückt, oder? Aus diesem Grund habe ich da mal so einen Schraubenzieher einfach gerundet. Einfach da tun so ein bisschen strafen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann haben Sie gesehen, ich habe jetzt den Schraubenzieher nicht gerade gegeben, sondern so ganz leicht schräg. Und das langt jetzt schon. Oder? Jetzt haben wir 4 Punkte, wo sich sagen mal, ein Zehntel ein bisschen Material ausstaut und somit ist der gesichert, dass es sicher nicht rausjagen kann. Also 30'000 Kilometer ist sehr von machen. Hintere ein Stift mit so einem Gummischeibchen hinten dran. Gut. Einfahren und gleichzeitig kontrollieren die Scheibchen. So, jetzt haben wir da gedreht. Jetzt, das ist der zweite Gang. Da braucht es auch wirklich. Weg, das fertig. Lauf da. Das geht wunderbar, super fein. Dann tun wir mal diese Seite noch. Die Werbung machen. Also. So. Perfekt ist 2 bis 5 Minuten, oder? Alle schön gleichmäßig mit 30 Newtonmeter anziehen natürlich. So, also. Jetzt haben wir das. Den Motor haben wir gemacht. Vielleicht können wir es dann noch miteinander einstellen, wenn dann alles dran ist, oder? Am Töffel dran. Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt doch ein bisschen
optische, lässige Sachen machen. Ja, ist gut. Sissi-Bar und so Zeugs, oder? Da haben wir geschweißt. Genau. Also, machen wir weiter. Der Motor ist natürlich immer noch der Dummy, das macht aber nichts. Jetzt müssen wir hier noch die Sissi-Bar anpassen. Wir haben das letzte Mal gemessen, das ist ja etwa die 50 hoch. Ich habe da nämlich noch ein passendes Röhrchen. So, da gebe ich mir mal schnell ein bisschen Mühe. He? Ja, ist gut. Hey! So, Ja. etwa so sollte das aussehen. Wirklich robust, also da kannst du wirklich dann auch anlehnen. Du sollst noch einen draufkumpen. Aha, Lenker. Ja, Moment. Hält auf Fußbreite. He? Also dann tun wir den Winkel noch ein bisschen anpassen, würde ich sagen. So, 3-4 Santi. Ich glaube, das ist gut, weil da kommt noch das Polster drauf, ist jetzt etwa so viel vom Rücken weg. Und ich denke, ja, da kommt eine Stahlplatte rein, oder? Die vorne bündig ist, wo er dann das Leder beziehen kann. Ja, ich denke Oder? ja. Das ist ja nur so eine feine, nehme ich an, nicht die ganze. Nein, nur oben ein bisschen. Genau, da irgendwo. Ja. Ja. Dann punkten wir das Ganze mal an. Jetzt hat er gezogen. Ja. Das ist eben geil. Wenn du einfach so eine verdammte hohe Sattelstütze hast, dass du einfach das Zeug anschweißt und das hebt nachher. Ich habe das Gefühl, sie müssen noch einen Touch nach rechts über und oben. So, ist gut. Ja, sie muss wirklich da sehen, ist das gut. Mhm. Also jetzt würde ich sagen, tun wir hier nochmal abtrennen. So. Ja, so ist viel besser. Sieht so geil aus. Oh, 47. Ja, perfekt. 48 zum Rahmen und dann oben dran zum Lenker, oder? Das sieht richtig gut aus, finde ich. Ja. So Zeug messen ist halt immer hure schwierig, oder? Ich meine, Ja, wo willst du jetzt da die Punkte nehmen? Ja, hebt's. Nicht schlecht, oder? Jetzt machen wir mal schnell eine Sitzprobe und nachher kann man das nämlich komplett verbraten, oder? Also aussieht tut es bequem, ja. Jetzt kannst du mal da so ein bisschen ganz wenig anlehnen. Da. Das wäre nachher so fast das Polster. Genau. Ja. Der wird schon geil. He? Bei der Maggie Smiles hier habe ich ja die Sissi-Bar noch gemacht, 3 Stufen verstellbar, oder? Ja. Weil sie natürlich mal ein bisschen gräder und dann ist es unbequem und nachher wieder ein bisschen weiter hinten. Ja. Aber das ist jetzt da natürlich nicht der Sinn. Ergonomisch. Genau. Nicht nur geil, sondern auch ergonomisch. Also gut. Ja. So geil. Siedefein. Ja, brutale Huren nicht, hä? Vertelle du. Sieht aus, fast wie wenn du es gelernt hättest. Das strahlt er, hä? Eben. Das ist fix, das ist definitiv fix, da kannst du extrem anlehnen. Jetzt haben wir ja gesagt, ihr wollt hier einen anderen Deichsel, so einen eigenen. Klar, das sieht man ja auf den ersten Blick, es sieht einfach scheiße aus. Ja. Wenn wir hier natürlich gerade gehen, ist das viel ringer. Darum, die Form können wir bestimmen. Das ist immer schön mit so dicken Schweißdrähten. Ich fände es jetzt irgendwie noch frech, wenn wir den Radius möglichst klein behalten und irgendwo in diesem Bereich nachher zusammenkommen mit diesen 2 Rohren und nachher im Doppelrohr quasi gerade führen gehen. Macht es sehr schlicht optisch, wenn du von hinten schaust natürlich, oder? Ich denke, passend zum ganzen Konzept. Ja. Ja. Etwa 15 Grad. Zu. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich geil. Ja. Habe ich das Gefühl, Ja. oder? Nicht? Mal. Dann würde ich sagen, dann machen wir den Radius nur in diesem Bereich, dann können wir noch ein bisschen auf und ab noch Ja. arbeiten, oder? Ja. Dass wir noch 5 Santi geben. Gut. Ein bisschen richten können wir es schon, oder? Also, tolle Geschichte. Das ist quasi unser Deichsel da. Da haben wir jetzt das Rolling gemacht. Jetzt können wir das am Röhrli-Bürger geben. Dann bügelt ihr das ziemlich genau so, wie die Schablonen sind. Geht wieder eine Woche, 2. Aber wir sind immerhin wieder ein Schritt weiter, würde ich sagen.
Und dann gehen wir zum nächsten, zu der Rädchen. Also wir nehmen jetzt mal die Rädchen weg, dass wir die anderen Rädchen mal herheben können, um zu schauen, ob es passt. Sehr gut. Zwar auch lustig, aber jetzt hier überhaupt nicht passt. Ja. Da müssen wir halt mal schauen, ob es 12,5, 13 Zoll etwas gibt. Das könnte man dann hier bei den Speichen die sein lassen und dann macht man einfach runter und dann den Felgenring noch schwarz. Ja genau, ausspeichern, speichern lassen. Ja. Das ist 12,5 mal 2. 12,5 mal 2, ein Viertel. Ja. Also, wir nehmen jetzt hier noch das Schutzblech weg, weil die werden dann separat lackiert. Gib Gas, Bruder! Ja, toll. Also, wieder ein bisschen etwas gegangen. Das Motor hier, das Herzstück ist zusammen. Die Zündung kommt dann noch rein. Und das nächste Mal können Sie es selber machen, oder? Ja, der Motor zusammenbauen ist gar nicht so eine Sache. Ist ja ratzfatz fertig gewesen. Dann weiter den Anhänger, den haben wir angepasst. Das Zeug abgeflext, das Schutzblech zum Weiterverarbeiten. Wäre natürlich auch mit Leder bezogen und lackiert. Im Anhänger haben wir uns entschieden, wir machen hier die Auskleidung aus Holz. Und dann oben gibt es einen Deckel drauf. Dann schauen wir dann, was der Schreiner zu unserer Idee meint. Im nächsten Video machen wir dann noch Schutzblech. Hier bin ich auch noch am Herstellen. Wir den Deichsel anpassen. Ja. Und ihr habt dann noch einen Termin beim Genau, Schreiner, ja. beim Werkstoffen. Wir schauen dann mal, was der machen kann. Da. Und so geht es immer Schritt für Schritt vorwärts. Ihr seht es. Gut. Abonnieren nicht vergessen. Super. Ja, früher habe ich das verdammt geil gefunden, aber dann habe ich die letzte gefunden und gesagt, nein, das ist ja gar nichts.